Willkommen, folgen Sie mir als Motorola Razr 7D und heute zeige ich Ihnen, wie Sie dieses Gerät über den Wiederherstellungsmodus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können. Bevor ich beginne, möchte ich kurz erwähnen, dass Sie diese Art von Zurücksetzung durchführen können, um eine Bildschirmsperre zu entfernen. Wenn Sie eine eingerichtet haben, die Sie einfach nicht kennen, vielleicht hat Ihr Kind sie eingerichtet, das spielt eigentlich keine Rolle. Abgesehen davon führt diese Art des Zurücksetzens, wenn sie speziell dazu dient, eine Bildschirmsperre zu entfernen, höchstwahrscheinlich dazu, dass Ihr Gerät eine FRP-Sperre erhält. Das bedeutet, dass das Telefon Sie nach Abschluss des Zurücksetzens während des Einrichtungsvorgangs an einem bestimmten Punkt dazu zwingt, eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Sobald Sie dies getan haben, werden Sie aufgefordert, sich zu verifizieren. Entweder die zuvor verwendete Bildschirmsperre, die Sie durch das Zurücksetzen des Geräts entfernen wollten, oder das Google-Konto, das vor dem Zurücksetzen auf dem Gerät angemeldet war. Das passiert allerdings nur, wenn Sie sowohl eine Bildschirmsperre als auch ein Google-Konto hatten. Wenn Sie zum Beispiel nur eine Bildschirmsperre, aber kein Google-Konto hatten, wird dies nicht passieren. Wie dem auch sei, ich habe hier eigentlich keine Bildschirmsperre, aber der Vorgang spielt eigentlich keine Rolle. Was Sie tun müssen, ist von oben nach unten zu wischen, auf den Ein-Ausschalter zu klicken und dann Ausschalten zu wählen. Oder ich glaube, Sie können dies auch tun, indem Sie den Ein-Ausschalter und die Lauter-Taste drücken und dann Ausschalten auswählen. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie, wenn ich mich richtig erinnere, den Ein-Ausschalter und die Leiser-Taste gedrückt halten. Ich werde drücken, versuchen wir die Leiser-Taste. Und das ist sie. Wenn Sie diesen Modus sehen, können Sie beide Tasten loslassen und dann die Lautstärke-Tasten verwenden. Sie möchten, dass der Wiederherstellungsmodus hier direkt sichtbar ist, so wie hier, und bestätigen dies dann mit dem Ein-Ausschalter. Bevor wir nun zum eigentlichen Wiederherstellungsmodus gelangen, den wir ausgewählt haben, werden wir zuerst das hier bekommen. Komm schon. Da, geschafft. Halten Sie bei dieser Anzeige den Ein-Ausschalter gedrückt und drücken Sie kurz die Lauter-Taste. So wie hier, und das bringt uns dann in den Wiederherstellungsmodus. Hier können Sie nun mit den Lautstärke-Tasten durch die Optionen navigieren. Und in diesem Sinne scrollen wir jetzt nach unten, bis wir wählen Sie Wipe Data Factory Reset aus. Wenn es ausgewählt ist, drücken Sie den Ein-Ausschalter zur Bestätigung und wählen Sie Factory Data Reset. Das Gerät zeigt nun die Formatierung und dann Data Wipe Complete an. Reboot System Now ist bereits ausgewählt. Drücken Sie erneut den Ein-Ausschalter, um das Gerät neu zu starten und den Vorgang im Hintergrund abzuschließen. Das dauert jetzt etwa eine Minute, bis es fertig ist, und wenn es abgeschlossen ist, wird uns der Android-Einrichtungsbildschirm angezeigt. Ich bin also wieder da, sobald das für mich sichtbar ist.
Und wie Sie sehen können, ist der Vorgang jetzt abgeschlossen und Sie können Ihr Gerät nach Belieben einrichten. Wenn Sie das hilfreich fanden, vergessen Sie nicht auf Gefällt mir zu klicken, zu abonnieren und danke fürs Zuschauen.